Ja, hallo, ich bin Christina Jurek, Aquarellmalerin seit 30 Jahren jetzt schon und ich habe jetzt hier mal ein neues Papier vor mir liegen, was mich neugierig macht, was ich mal ausprobieren möchte. Kenne ich noch überhaupt nicht, so Clairefontaine. Wir haben hier einmal Papier de Création, Kreativpapier für kreative Techniken. Extra rough, also rau. Kleine Hügel sind vorhanden. Ungewohnte Struktur. Schauen wir mal, was sagt das andere? Feine Struktur, grand fin. Ja, Struktur ist anders, leicht angeraut. Das ist jetzt kein Block. Wir haben es hier mit einer Spirale zu tun. Ja, mal sehen, wie sich das dann wellt. Wenn der Block festgeklebt ist, dann wird das Blatt ja wieder komplett gerade, was bei einer Spirale meistens nicht der Fall ist, wenn es gewellt ist. Aber mal sehen. Vielleicht bleibt es ja sogar glatt. Und dann haben wir hier noch ein halb satiniertes Papier, was ich noch nie gesehen habe. Da bin ich ganz, ganz neugierig drauf, was das denn macht. Also ich kenne nur Satiné oder dann Feinkorn. Und das ist so, ja, fast glatt, aber nicht ganz glatt. Ja, mal gucken, wie es sich dann mit der Farbe verhält. Ich habe hier mein kleines Motiv, eine kleine Hütte, an der ich jetzt so einige Techniken, Aquarelltechniken mal ausprobieren kann. Die verschiedenen Verlaufstechniken vom Papier, wie verhält sich es im trockenen Zustand, wie verhält sich es im feuchten Zustand. Aber so auf dem glatten, der halbglatt, das heißt ja, halb satiniert, geht der Bleistift schon rüber. Also das finde ich schon ganz schön hier, schön locker. Ja, es stand jetzt in der Beschreibung, dass es zwar glatt ist, wie ein satiniertes Papier, aber wohl nicht so typisch diese Rückläufe hat, diese harten Kanten, wie man es vom satinierten Papier kennt. Naja, kann ich jetzt noch nicht so sehr feststellen. Es verhält sich ziemlich ähnlich wie das satinierte Papier. Ja, doch, es lässt sich ein bisschen leichter anlösen. Also diese Ränder, die jetzt hier schon hart sind, dass ich nochmal mit klarem Wasser rangehe, aber trotzdem, es tendiert so ein bisschen zu Rückläufen. Also vom Verlauf her ist es ein bisschen vergebender wie das normale Satiné-Papier. Also man kann ein bisschen länger die Farbe hin und her schieben und auch ein bisschen leichter anlösen. Ja, es tendiert nicht so sehr zurückläufen wie normales Satiné-Papier, das halb satiniert ist. Ja, also der Effekt vom Spritzen hier ist jetzt nicht sehr stark, dass man diese Spritze dann sieht. Also man kann den Rand gut weich machen, ohne dass jetzt großartig Flecken entstehen. Das ist jetzt der Test, ob die untere Schicht drauf bleibt. Wenn ich eine Schattenfläche drüber lege, also Lavierung, verschiedene Schichten übereinander lege. Aber so wie ich es jetzt einschätze, wird es kein Problem sein, dass ich den Schatten einfach drüber legen kann, ohne dass was passiert und sich die Unterschicht anlöst. Löst sich nicht auf, verläuft nicht, verändert sich nicht.
Sehr schön. Bleibt immer noch da, wo es hingehört. Gutes Qualitätspapier, wo man auch öfters drüber gehen kann, ohne dass sich gleich die erste Schicht wieder anlöst. Es wird nicht weggefetzt, also ist sehr gut verleimt. Spannend. Granuliert auch sehr schön. Also hat schöne Granulationseffekte. Hat schöne Eigenschaften. Also trotzdem, dass es fließt und diese schöne glatte Oberfläche hat, dass man schön drauf zeichnen kann. Jetzt haben wir hier zu tun mit Grand'Fin, Feinkorn, kalt gepresst, 100% Cotton. Das ist immer schön, das ist gut, aber nicht geklebt. Gucken wir mal, wie sehr sich die Sache beim Malen wählt gleich. Machen wir eine kleine Vorskizze mit Bleistift. Es läuft gar nicht so weit, es bleibt schön sitzen, weil auf manchen Papieren explodiert es und rennt extrem davon. So, vom Kratzen nimmt die Farbe ganz gut weg vom Papier. Es gibt eine sehr, sehr weiche Kante, was jetzt hier läuft. Hier bildet sich jetzt eine harte Kante. Sehr feucht hier, also granulieren tut es sehr schön. Wow, da passiert ja richtig was. Ist aber noch relativ glatt für ein Feinkorn, würde ich jetzt mal sagen. Man muss den Pinsel schon sehr trocken und sehr flach drüber ziehen. Ja, die Farbe zieht sehr, sehr ins Papier ein. Also jetzt bei den granulierenden Pigmenten, wenn ich kratze, bleibt das Ultramarin fast sitzen. Also das bewegt sich so gut wie gar nicht. Ist wirklich reingezogen ins Papier. Vermischt sich gut, wenn ich jetzt zwei Farben nebeneinander lege. Die laufen schön zusammen. Ja, das verläuft ja auch sehr weich. Also diese Verläufe hier sind dann auch sehr weich. Das ist schön wieder. Also das hier von der Farbe, die mag er jetzt nicht so. Da kriegt er jetzt nicht alles weg, aber ein Großteil geht zum Wegwaschen. Ja, aber es löst sich nicht gleich auf. Es fuselt nicht sofort. Da kann man schon ganz schön schrubbeln, bis sich was tut. Aber man muss ein bisschen dran arbeiten. Bloß vom Kratzen ist es jetzt schwierig, wenn man mit Ultramarin arbeitet, dass man Helligkeiten rauskratzen kann. Ja, also so kleine Effekte gibt es dann auch, wenn man reinspritzt. Ja, im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt ein Bild malen möchte, wo ich viel Struktur, also viel Granulation haben will. Struktur ist ja gar nicht vom Papier so viel gegeben, aber mit Granulationseffekt oder dann vielleicht mit extra granulierenden Pigmenten wäre das sicher eine interessante Sache, aufgrund der schönen Granulationseigenschaft. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis kann man gut nehmen. Es ist jetzt auch relativ flach geblieben, obwohl es ja nicht festgeklebt ist, nur mit einer Klemme hier festgemacht. Ich persönlich habe es dann lieber, wenn es geleimt ist, dass es sich dann auch komplett wieder gerade, wenn es trocken ist, komplett wieder gerade zurechtzieht. Das wird jetzt dann auch, wenn es trocknet, natürlich ein bisschen wellig bleiben. So, mit was haben wir es jetzt zu tun hier? Flamboyant. Unregelmäßige Oberfläche mit sehr ausgeprägtem Relief. So, gibt dann einen unregelmäßigen Strich. Ja, dann gucken wir doch mal, wie viel Struktur wir da haben und was wir damit anfangen können.
von oben kommt die Struktur dann nicht so raus, aber gerade wenn man den Pinsel parallel drüber zieht, sieht das schon echt interessant aus. Ja, also wenn man schöne strukturierte Sachen haben will, kommt einem das schon ein bisschen entgegen. Ja, jetzt kommt die Struktur auch ein bisschen hier zum Vorschein. Ja, schöne Aquarelleigenschaften hier. Es verläuft sehr schön gleichmäßig. Ja, es verläuft so ein bisschen in diesen Strukturen, ja, spannende Effekte. Noch mehr Effekt, noch mehr Struktur bei granulierenden Pigmenten. Das arbeitet richtig hier, faszinierend. Ja, wer viel Struktur wünscht, ist mit diesem Papier bestimmt sehr, sehr glücklich. Mehr geht fast nicht. Ja, also auch das hier mag das Ultramarin schon sehr. Genauso habe ich es erwartet, dass von der Qualität her die ähnlich sind wie die anderen, dass man die Kante auch schön anlösen kann, ohne dass jetzt großartig Flecken entstehen. Und jetzt bei eventuellen Rückläufen auch das gut korrigiert werden kann. Das ist sehr schön. Also ohne Probleme. Hier fällt überhaupt nicht auf, wenn ich hier eine Kante weich mache. Ist wunderbar. Also hier ist es relativ fast glatt, wenn ich jetzt so drüber gehe. Ja, muss trockener sein, dann kommt die Struktur ein bisschen raus. Also wenn der Pinsel trockener ist, dann gibt es auch mehr Struktur. Strukturen sind spannend, wenn man Holz oder sonst was hat. Es kommt einem sehr entgegen. Es hat eine sehr, sehr schöne, gute Qualität, aquarelltechnisch. Man kann alle Techniken machen. Nass-in-Nass-Techniken, Verlaufstechniken. Es tendiert nicht so schnell zu Rückläufen. Sehr wunderbar hier. Schön weiche Übergänge. Farbe bleibt sitzen, löst sich nicht im Nachhinein an. Man kann durchschauen durch den Schatten, Farbe bleibt da. Ja, sehr schön geeignet für strukturierte Motive. Ja. Aha, ja, da haben wir es. Da bleibt es dran kleben und deswegen soll man auch keine Maskierflüssigkeit damit verwenden. Das muss man natürlich vorher wissen. Es ist weicher, nicht ganz so fest geleimt wahrscheinlich. Über den Herstellungsprozess weiß ich als Benutzer jetzt allerdings wenig. Man merkt es beim Malen. Und beim Kratzen vor allem habe ich es gemerkt, es ist weicher. Es gibt nicht so harte Kanten, wie ich es gewohnt bin, jetzt vom Arches Papier. Und man kann kein Klebeband dafür verwenden, dass wenn man jetzt große Flächen abkleben oder aussparen will, ist das nicht geeignet. So, mein Favorit liegt jetzt hier in der Mitte, das ist das halbsatinierte, weil es hat diese fast glatte Oberfläche, wo man richtig schön drauf zeichnen kann. Und es hat diese Eigenschaften, diese schönen Verlaufeigenschaften, die ich sonst von den kalt gepressten Papieren kenne, die Feinkorn und Grobkorn, die Torchon-Papiere. Dann ist hier mein zweiter Favorit. Das hier ist vom Papier her auch sehr schön, von der Qualität. Vor allem granuliert ist auch sehr schön, was mir gut gefallen hat. Wo ich eben kein Fan bin, ist diese Spirale, weil es sich eben einfach bewegt und nicht festgeklebt ist. Man kann es runter machen und auf dem Brett kleben vielleicht, aber dann braucht man ja auch die Spirale nicht. Ja, für unterwegs, wenn man es als Skizzenbuch nehmen will, zum Umblättern ist es schon praktisch. Es bleibt relativ, gerade wenn man jetzt draußen malt, dafür kann man es ganz gut nehmen. Aber wenn, dann darf man auf keinen Fall die Klammer vergessen, die das Ganze an Ort und Stelle hält. Sonst auch schöne Aquarelltechniken, auswaschen kann man, gutes Baumwollpapier.
Kommen wir nochmal zu Nummer 3 hier mit dem kleinen Wölkchen-Effekt hier. Es ist weicher in der Anwendung. Es ist genauso leicht zu handhaben wie die anderen beiden auch. Nur der Kratzeffekt wird nicht ganz so schön. Und man darf keine Maskierflüssigkeit dafür nehmen, kein Klebeband einsetzen. Es ist weicher und deswegen lässt es sich auch nicht so gut kratzen. Ja, wer viel Struktur möchte, der kann sich gerne damit anfreunden. 3 verschiedene Hütten, 3 verschiedene Ergebnisse, 3 verschiedene Stimmungen auch. Alle 3 Papiere sind gut. Und dann müsst ihr euch selber einfach fragen, was ist für meinen Geschmack, was taugt. Aber das findet ihr nur raus, wenn ihr es ausprobiert. Wir sind alle unterschiedlich und wir malen alle unterschiedlich. Und dafür gibt es ja auch so viel unterschiedliche Papiere. Hallo Sebastian, das ist meine linke Hand. Und extra für dich winke ich mit der linken Hand. Bis denn.